Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades of Cold Steel 2. Wir befinden uns immer noch im wunderschönen Heart, sind beim letzten Mal an unserem mal wieder freien Tag schon unterwegs gewesen, haben die ersten Gebäude und Außenareale inspiziert, mit den ersten NPCs gesprochen und, oh welch Wunder, bei der Größe dieser Stadt wird das vermutlich auch heute unser einziger Agendapunkt sein. Ich muss gerade kurz überlegen, weil gerade eine neue Aufnahmerunde für mich beginnt. Warum habe ich beim letzten Mal Alisa übersprungen? Ich glaube, Alisa war doch hier, ne? Ja, ich erinnere mich dunkel. Ich würde jetzt einfach mal die Runde mit ihr eröffnen und gucken, was sie uns so zu erzählen hat. I'm glad Yuga Baraya's arrest went as smoothly as it did. I hope Otto can find some peace now. I'm sure he will. Arresting the Duke was never going to give the people of Celtic back what they'd lost, but it's the most we could do for them. And we've got you and Valimar to thank for that. Without the two of you, the Duke might still be in power right now. Is something wrong? No, I'm fine. Don't mind me. She's definitely got something on her mind. So wie immer eigentlich. Ich glaube, im Kopf von Alisa rattert es ohne Pause. Alisa, if you've got something on your mind, there's no need to keep things bottled up. I'm always here if you need someone to talk to. Typical Reen. Er meint's doch nur gut. Aber eigentlich hat sie recht. Well, maybe not that typical. You're not usually this sharp, but you're right. And now that you bring it up, let me ask you a favor. Aha. Erzählen Sie mal, sie will bestimmt Ablenkung haben. I do not understand the question. Hä? I request clarification. You and not my awakener wish to board me? That's exactly what I want to do. Would that be possible? I don't want to use you to fight or anything like Reen does. I just want to see what it's like inside. Just for a little while, if that's okay. Is that not possible or something? You said they were secondary contractors, so I was thinking it wouldn't be a problem, but maybe I had the wrong idea. You do not. It is entirely possible for secondary contractors to board me. Really? However, only my awakener is able to operate me as intended. There is no comprehensible reason for anyone else to desire access to my interior. It's okay. I don't need to operate you, honest. Thanks, Valimar. Can you let her inside then? As you wish. Aha. Oh, what? What? Valimar, did you really have to pick this position? While I have more than sufficient room for a human and a familiar to ride in comfort, an extra human does put an unforeseen demand on available space. I am afraid there is not much I could do under the circumstances. Oh, you are so lying. It's fine. I guess I can make do for a little while. It's kind of weird sitting like this with you, but I guess I am the one who asked for it. I'll live. Well, if you're all right with it, I'm sure not going to complain, but... So this is what Valimar looks like on the inside, huh? It's kind of gloomy, isn't it? Well, there's not much point in having the front screen on when I'm not actually fighting. I have it up often enough these days, but honestly, it doesn't bother me that much. I can see outside fine when I need to. Oh, right. It's weird to sit here and think of all the battles you've fought with Valimar. When you fought those Alliance soldats and against Scarlet and Vulcan, you were right where you're sitting now. Even when you fought with Crow. The fights are always different, but the scenery in here doesn't change much. I'm usually so caught up in the fight that I don't really pay much attention to what it looks like inside here. Celine and Valimar have helped me a lot though, so I'm getting better at this whole thing, bit by bit. It's just not fair. We're your classmates and your friends. We're supposed to be fighting alongside each other all the way. But you and Valimar always take on the hardest battles. All we can really do is back you up from the sidelines. And to be honest, it's been on my mind for a while now.
It bugs me to feel like we're just not doing enough. Oh. So that's why you wanted to see what Valimar looked like on the inside? Yeah. I thought if I could, I'd have a better understanding of what you go through and what it must be like. Looking around, it feels even more isolated than I expected. Lonely, even. Seeing all the things you do from the outside, then seeing what it looks like on the inside, I have to wonder, are you okay with the way things are? Are you okay with putting yourself on the line over and over like this? Shouldering such a huge burden all alone, and even the burden of those lives you weren't able to save? Lisa, I've never once felt like I was fighting those battles alone. You said it yourself, right? I've got all of you backing me up, either on the ground or on the courageous. Sure, you're not inside Valimar with me, but I know you all have my back. That's why I can keep fighting day after day. In that sense, it's not so different from our days at Thor's. Well... You don't have to worry about me, Elisa. As long as I know you're all there and that I can look forward to seeing you again after each operation, I'll fight my hardest and I'll come home the victor. All I ask is that you keep me in your heart and lend me your aid. Always, Reen. Just don't go doing anything too reckless in here, okay? You're really important to all of us. But especially to me, so... Elisa... Ich habe nur drauf gewartet. What is it, Valimar? I have detected an abnormal increase in your heart rates. Maintaining optimal health is ideal. I recommend rest and a medical examination. No, it's okay. We're fine. We're doing... great. Yeah, never felt better. Thanks for worrying about us, Valimar. Tja, den Herzschlag, den haben wir alle gehört. Da wurde es wohl gerade ein bisschen warm in der Kabine. After taking a moment to unfluster themselves, Reen and Elisa disembarked from Valimar. And all while feeling slightly embarrassed and more than a little awkward, they made their way back to Berea Heart. Your bond with Elisa strengthened. Das ist so offensichtlich, wie viel mehr immer passiert in den Bonding-Events mit Alisa als bei allen anderen Charakteren. Vor allen Dingen haben wir ja jetzt den Kontrast, weil am Ende der letzten Folge habe ich ja noch wieder mal darauf hingewiesen, dass bei Gaius immer so relativ wenig Input kommt und dann wechseln wir zu Alisa rüber und dann eskaliert schon wieder alles. Aber ich fand jetzt, abseits von der romantischen Komponente, diesen Ansatz gar nicht so verkehrt und ich verstehe sie da auch, dass sie Valimar mal von innen sehen wollte und aus Reens Perspektive durch ihn schauen wollte quasi. Ich konnte das nachvollziehen und ich fand die Idee irgendwie gut, muss ich sagen. Well, thanks for letting me go inside Valimar with you. It's kind of nice to have a rough idea of what you've got to go through. You're welcome, I guess. But you might want to teach him to be a little bit more ignore me, I was just talking crazy right now. No idea how that happened. Wie bescheiden die immer noch im Umgang miteinander sind. Now that I've boarded Valimar myself, I think I have a better idea of what you go through. And that makes it even more important for me to try to lighten the burden you're forced to carry. Ja, es ist halt irgendwie schon so hart offensichtlich, dass die beiden so füreinander gemacht sind und dass ich ja auch so ein bisschen in die Richtung geschubst werden soll. Ich glaube, objektiv gesehen passen die auch in meinen Augen am meisten zueinander so, aber ach, keine Ahnung, schwierige Frage. Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ja, einen besseren Moment, um sich zu küssen, wird es ja wahrscheinlich nicht mehr geben. Es sei denn, bei der nächsten Begegnung dieser Art fällt tatsächlich ein Kuss, aber hier habe ich für einen kurzen Moment gedacht, es könnte passieren, aber scheinbar ist es noch zu früh. Wahrscheinlich kommt das erst im 4. Teil oder so. Oder je nachdem, für wen man sich entscheidet. Ne? Man kann ja auch in gewisser Weise Einfluss nehmen auf die Herzensdamen von Reen, keine Ahnung. Aber sag mir das bitte nicht, ich will den Überraschungsmoment gerne auf meiner Seite haben. Hallo,
Greta. Recent events have been rather unsettling for us all. I just hope my music can help soothe our customers' woes. Ja, ich denke schon. Recent events have been rather... Okay, mir tut sie irgendwie voll leid, weil sie hier gerade oben ganz alleine hockt und keiner an ihrer Seite ist. Ich muss jetzt erstmal mich wieder ein bisschen mit der Steuerung vertraut machen. Ich weiß nicht, ob es aufgefallen ist, aber ich bin hier schon wieder leicht verunsichert. Caroline spricht mit Theresia. Hi. Why can't you understand, Father? Ach, Caroline ist ein Mann, der Papa von Theresia. Okay, das wusste ich nicht. All I want is to join my schoolmates on the Courageous. Which is precisely why I am opposed. You're a daughter of the nobility. You can't go off gallivanting at a time like this. This is exactly the time to go. Maybe if you weren't so thick-headed, you'd understand that. Thick-headed? How dare you use such language towards your own father? Looks like Theresia's busy at the moment. I can try again once I've met up with the rest of the gang. Of the gang. Aha. Ich glaube, die Begrifflichkeit hat er bisher noch nicht so verwendet, aber okay. Where in the world did you learn such vulgar language? I knew it was a mistake to let you interact with commoners at that academy. I swear, Father, I'll cut all ties with you if you say that again. Wow, ganz schön angespannt zwischen den beiden. Ich weiß gar nicht, in Caroline, saß der nicht mal oben? Da habe ich aber noch mit dem gesprochen. Obwohl, der hat mal über sein Kind gesprochen. Glaube ich. Da wusste ich nur nicht, dass es Theresia war. Why must you be so bullheaded? It is merely because I'm trying to stand on my own 2 feet for the first time. Is that what upsets you so? That is certainly not the issue. Why must you be so bullheaded? Also, ich mache mich jetzt wahrscheinlich nicht sehr beliebt mit der Aussage. Ich verstehe sie auch, dass sie da weg will. Aber ich verstehe auch, dass der Papa das jetzt nicht so einfach durchwinkt und sagt, ja, ja, geh mal mit denen aufs Luftschiff, wir haben gerade Krieg und reiß mal... Oh, mit denen rum, hier ist auch ein Ausgang, alles klar, wusste ich nicht. Ich finde den Ton, den die nur untereinander anschlagen, irgendwie ein bisschen bedenklich. Aber müssen die wissen, hey Bryce, good day, Saucier will be open for business as usual today. Think of this as an opportunity to cast aside your worries and enjoy a fine meal. Please take this opportunity to cast your worries aside and enjoy a fine dining experience. Ja, aber daneben streiten die Leute. Ich kann nicht neben streitenden Leuten entspannen. Das geht nicht. So, hier spricht Fafner mit Barock. Guten Tag. The battles may have come to an end, but who knows how business will go from here on out. I lost a good friend recently too. Just got back from paying my respects. The battles may have come to an end, but who knows... Okay, bestimmt jemand, den wir kennen, oder? Oder ist es ein Anonymer auf Ewigkeiten? Are the rumors of what happened to Celtic true? If so, I'm not entirely sure if I should be doing business like this after all. Are the rumors... Ja, ich befürchte, das kann man leider nur bejahen. Wir haben es ja mit unseren eigenen Augen gesehen. Hey Hammond, welcome. Are you all planning on resting today? I can only imagine how exhausted you must be after all that's happened. Allow me to be so bold as to request that you all stay by Lord Hugh's side as much as possible as well. While they were never on good terms, having to arrest his own father must have hurt him more than he's letting on. We'd be honored to, sir. Das passiert auch schon. While things may be tense in the city, we have every intention of providing our usual high-quality service. Please take this opportunity to relax. Na, leichter gesagt als getan. Aber man tut, was man kann, ne? Relaxen heißt für uns heute erstmal mit allen sprechen. Ich habe gar nicht mehr so viel Geld. Das altbekannte Problem. Ich will aber trotzdem gerne die obligatorische 3 dort zu stehen haben. Deswegen kaufe ich hier jeweils nochmal ein bisschen ein. Ach, guck mal, exchangen kann ich auch. Da sieht die Welt doch wieder fast ein bisschen anders aus. Aber hier gibt es auch noch richtige Shops. Also richtige Shops mit Equipment und so. Mal gucken. Hey, did you hear the rumor about His Majesty being held captive in Heimdall? The Noble Alliance has been keeping all sorts of stuff from us, so I can totally believe it. Man, can you imagine what a scandal that would be if it turned out to be true?
Phew, talk about busy. It's tough keeping track of all those rumors that have been spreading lately. Where am I hearing these, you ask? From our beloved customers, of course. Ja, wer viel mit Menschen ins Gespräch kommt, der wird wahrscheinlich auch immer bestens informiert sein. Also im Berea Hut habe ich gerade gelernt, musst du nicht unbedingt in eine Kneipe gehen, um up-to-date zu sein. Das hier ist einfach der Shit, wenn es darum geht, Informationen ranzuholen. Es sei denn, in der Taverne wissen sie noch mehr Bescheid oder noch besser Bescheid. Ich habe, glaube ich, die letzten Berea Hut Besuche immer im Noble District abgeschlossen. Also bin dort immer zuletzt gewesen. Wobei, warte, ich habe noch einen kleinen Logikfehler hier, glaube ich, gerade drin gehabt, denn ich kann da auch nach unten laufen, aber da ist nichts. Da ist nichts. Da, wo die Katzenlady beim letzten Besuch stand mit ihrer Kitty-Mission. Aber da habe ich jetzt gerade kein Pünktchen gesehen, deswegen gehe ich da auch nicht hin. So, hier steht auf jeden Fall Elliot. Da oben sitzt jemand auf der Bank, wo früher die beiden Kids gewesen sind. Ich bin am Überlegen, wegen Reihenfolge. Ich glaube, ich spreche mal erstmal hier mit den ganzen Leuten, die so mittig rumstehen. Der gute Oppel und der Gierig. Ich glaube, die stehen hier so standardmäßig, die zwei. How was Princess Elphin involved in all of this? Official statements claim she was being kept safe in Heimdall. Lord Rufus refuses to make a move despite the peril we face too. I'd hate to make assumptions, but, well, something seems off here. Tja, how was Princess Elphin involved in all of this? Official statements claim she was being kept safe. Ist das das Gleiche? Ich würde sagen, ja. War mir gerade kurz unsicher. The Great Berea Hut overtaken by those reformist cretins. How dare they? How dare they? If only Lord Rufus were here, he would eradicate them for us. Ich bin mir nicht so sicher. Ich weiß nicht, ob ihr nach eurem Heiland Rufus rufen solltet, denn mit dem stimmt auch irgendwas nicht. Ich bin mir jedenfalls sicher, dass... Oh, war das du? Ach, da stehen auch Leute. Oh Gott, beim letzten Mal war hier der Zugang immer versperrt. Da hatte so viele Optionen. Ich muss mich jetzt erstmal hier wieder an alles gewöhnen. Ramda. Randa an Ramda. You, with yesterday's battles now over, the airships are finally back in operation. Of course, there is still a ton of issues that remain. The Empire's citizens have yet to fully comprehend the situation here in Berea Hut at the moment for one. And don't forget the recent hijacking that still needs to be addressed. It will be a while yet before things return to normal. Explaining the situation to each and every customer is proving to be rather draining. I realize that complaining won't help things, but it would be nice if things return to normal soon. Ich glaube, du wirst dich ein bisschen in Geduld üben müssen, denn so schnell wird das hier nicht vonstatten gehen. Gehe ich jetzt erst zum Airport? Guck mal, da ist auch ein gelbes Ausrufezeichen. Steht da jemand mitten im Übergang oder wie darf ich das verstehen? Das irritiert mich gerade ein bisschen. Hallo Saffron. Seeing Berea Hut taken over by the reformists certainly isn't something I expected to see within my lifetime. This isn't some sort of strange dream, is it? It feels far too surreal. There's a surprising lack of Imperial soldiers in town that came as a bit of a shock. Perhaps there's no need for us to feel threatened then. Ich glaube, die Ungewissheit und die Ungewohntheit, ich glaube, das ist das, was den Leuten hier eher zu schaffen macht. Ich glaube nicht, dass sie davon ausgehen, dass jetzt irgendwie eine explizite Gefahr für sie ausgehen könnte, aber ich bin mir nicht sicher. Hallo Forster. It seems like we'll be returning home in a timely manner today. What a relief. I was rather worried when she mentioned she was going out. These are dangerous times after all. I continue to find myself amazed by their ability to bump into one another. Lady Esselin seems to be out shopping too. They do share a passion for it. Das sind doch die beiden Modeweiber gewesen, ne, die sich hier schon das ein oder andere Mal auch übers Shoppen und so unterhalten haben. Yesterday was truly something else. Both myself and my husband were terrified. We never expected that Duke Berea would be arrested either. What does this mean for Berea Hut? Yesterday was truly something else. Das kennen wir. Hast du eine Antwort für sie, Viola? Terrifying indeed. Seeing so many tanks and armored cars in town almost made my heart stop. Why must we get swept up in all of this when it's a man's job to deal with war? Ach so.
I'm so fraught with worry, I can hardly focus on anything. Terrifying indeed. Hard stop, deal with war und anything focus. Okay. Kennen wir, haben wir schon mal gehört. So, jetzt bin ich ein bisschen irritiert. Dieses eine... Oh, guck mal, Celine hat sich ein schönes Plätzchen ausgesucht. Well, I guess everything worked out for the best back there. Even if the society's plans are still a big, scary blank right now. I'm trying not to think about it. The important thing is we brought a little more peace to Berea Heart. I just hope the Duke and Scarlet show some signs of repentance. Repent. Speaking of which, I was surprised at the way you saved the terrorist. You're probably the first person ever to use their knight like that. There's something impressive about you, Reen. Das hört er nicht zum ersten Mal. Come again. You heard nothing. Er hat sehr wohl gehört, was sie gesagt hat. Time to relax. You should probably follow my lead. Trust me, you're gonna need your energy soon enough, so might as well get as much of it back as you can. Dass sich hier aber auch keiner wundert, dass Reen sich oft mit einer Katze auf der Bank unterhält und dass die Katze einfach spricht. Vor allen Dingen daneben stehen direkt Leute. Ist manchmal auch alles nicht zu fassen, ey. So, warte mal, ich will jetzt erstmal gucken. Das ist sogar Laura, die da steht. Na, jetzt wird es ja doppelt interessant. Hey, Soldier, we've made it a point to station the bare minimum of soldiers here so as not to upset the citizens too much. Here, so as not to upset, okay. Actually, if you want to help on that front, we'd like you to report any and all happenings to us if possible. I'm sure you all have a better grasp of what's happening in town than we will. Report any strange occurrences to us if possible. Und wenn nicht? Aber ich ehrlich gesagt so gar kein Interesse dran. Oh. Laura geht raus, warum auch immer. I wonder why Laura's going out to the canyon alone. Vielleicht hat sie dann ein Date. I know she can handle herself just fine, but still. Spend time with Laura. Vielleicht will sie das aber auch gar nicht. Schon ein bisschen aufdringlich. I've got some time on my hands, so let's go check on her. Mach das mal. Laura, die wird sich wahrscheinlich auch wieder einen Kopf machen. Laura? Okay. Ich habe mit allem gerechnet, aber nicht damit. Wobei, so wie man sie kennt, warum eigentlich nicht? Ich meine, das hat sie schon lange nicht mehr gemacht. Laura? Hey, are you alright? Why would you jump in there when it's this cold out? Guck mal, dein Spanner vom Dienst ist da. Oh, I see you've come along too, Reen. There's no need for concern. It's cold but refreshing. She seems like she's okay. I know she is used to winter swimming, but we're at the coldest part of the year right now. Did she want to clear her mind or something? That raises the question of what could be troubling her. Da wirst du bestimmt gleich Antworten drauf kriegen. Laura finally came ashore after spending a little more time in the water. Und Reen stand die ganze Zeit daneben und hat sie beobachtet. Realizing she would be freezing, Reen made sure he had a towel ready for her. Natürlich. Ja, und wo ist dieses Handtuch bitte? My apologies. Perhaps it was a bit much to try my hand at swimming during this time of year. It really was. Is something up? I know you're fond of swimming, but doing something like this out of the blue isn't like you. Wieso? Woher weißt du denn, dass es out of the blue ist? Vielleicht hat sie das schon lange geplant und sich so gewünscht. Oh, die Arme friert. See? Sorry, but you're gonna have to let me dry your hair off at least. Very well then. Wie er hier schon wieder alle Mädels rot anlaufen lässt, ey. Having dried off her hair, Reen left Laura to finish drying off otherwise and get changed. In the meantime, he headed back into town to grab her something warm to drink. Bestimmt ein Glühwein. Thank you for your consideration, Reen. I've warmed up plenty now. See, it was worth me fussing over you. Wanna head back to the Courageous? You could catch a cold if you stay out here. No need, I'm fine. As you know, I'm used to this. I'd like to apologize for worrying you, however.
Well, I wasn't too worried. It's you we're talking about. So, did you bring that swimsuit from Thor's or something? Yes, actually, I found it in my luggage after leaving. I use it often during the time Emma and I spent in the ground too. It sounds funny when I say it out loud, but swimming has always been a way for me to wash away my concerns and hesitations. Of course, Emma had a similar reaction to yours whenever I did. It's not funny at all, really. I get what you mean. As a noble, I found myself thinking a lot about what happened here in this province. It is true that what Duke Alvarea did to Keldic is beyond unforgivable. However, one could also argue that he never would have employed such tactics if war had never broken out. It's clear that his position in both the four great houses and the Noble Alliance is what drove his actions. You may have a point. There's no guarantee that any other noble wouldn't have ended up doing the same. Ja, ich find's aber trotzdem, das macht nichts besser. Nichts. What's funnier that what you said is that I'm technically a noble too, but I never even thought of things like that before. We still have a long way to go. Not just in swordsmanship either. It doesn't benefit us to single-mindedly dedicate ourselves purely to that. Still, I feel that if we're able to make it through this, we will be so much stronger thanks to the experience. I want to rise above every challenge life throws my way, both as a swordsman and a noble. Naturally, that involves trusting in others rather than attempting to deal with those challenges alone. Perhaps you're an ideal partner to keep me in check, Reen. Laura? I didn't mean anything special by that, mind you. It's just that since you also happen to be a swordsman, we should strive to motivate each other. I'm curious to see where we can go from here. There are many incredible warriors taking part in the war, but together I believe we can catch up to them. And just maybe we'll be able to reach the strength of the Lance Maiden herself. Yeah, I'm looking forward to seeing just how far our swordsmanship will take us. Oh, das war irgendwie schön. Also die Schwimmszene, das Gespräch danach. The two talked for a while longer before deciding to walk back into town. Your bond with Laura strengthened. Juhu. Level 6. Könnte es sein, dass sie die erste ist? Ja. Ich glaube, ich sehe zum ersten Mal die Level 6 Zeile. Nice. Sehr, sehr cool. Ich habe schon wieder vergessen, was die Obergrenze war. 7 oder 8 oder so? Ihr hattet mir das mal geschrieben. Ich weiß es nicht mehr. Sorry for troubling you, Reen. Don't worry about it. Just make sure you don't end up catching a cold or anything, okay? Duly noted. Maybe I'll make myself some hot tea when we get back. Das wäre erstmal ein guter Anfang. Vielleicht auch mal eine warme Jacke kaufen oder so. Das gilt aber im Grunde genommen für alle unsere Leute hier. So, was mache ich jetzt? Erst die Gebäude oder erst die 2 Events draußen? Ich würde sagen, wir machen einfach mal mit Elliot weiter. Dem bin ich jetzt schon oft genug vorbeigelaufen. Hey, mein Freund. Was beschäftigt dich denn so? I wonder what's going to happen to Keldic now. Sure, Duke Alvarea has been dealt with, but that's not going to heal the sadness in their hearts. And apprehending his own death isn't exactly going to cheer users up either. He seems pretty down. I wonder if I can do something to cheer him up. Ja, probier's mal. Was auch immer du tun wirst. I've got an idea. Hey, Elliot, what do you say we head over to that restaurant in the Central Plaza? Which one? The one Yu's uncle runs. I think it might just cheer you up a bit. Da, wo wir gerade herkommen, ne? Warum eigentlich nicht? Deciding that this was the best way to cheer him up, Reen brought Elliot to the Saucier restaurant. Once there, they received special permission from Yu's uncle to go up to the VIP floor. Ich wollte gerade sagen, da haben wir wenigstens schöne Musik direkt um die Ecke. Ja, ich glaube, das war eine gute Idee. What a beautiful melody. That pianist's been in several music magazines, you know. Oh, so she's famous? That would explain how her music manages to resonate so well. Only the pros can manage that. Of course, the same goes for you too, Elliot. What? No way. Just hearing her play makes me realize that I've still got a long way to go. The world of music really is deep.
Your mom was a pianist, ich weiß echt nicht, wie man es ausspricht, too, wasn't she? Yeah. I remember how she used to play all sorts of stuff for us. She'd always play something fun and lighthearted for me and Fiona whenever we were down. It worked like a charm, always cheered us right up. I bet she did the same for Dad too. Oh, thanks, Reen. I can see why you brought me here now. You wanted to remind me that music has the power to inspire and help people move on, right? Das ist jetzt schon wieder so tiefgründig reininterpretiert. Ja, genau das hat er sich bestimmt gedacht. Er wird jetzt bestimmt auch sagen, ja, natürlich. Das war so klar. Das ist so unrealistisch, aber okay. Die leben in etwas anderen Sphären. Guilty. It's just a shame I couldn't do it with my own performance, really. That would have been cool. Sorry for sucking. Don't be so hard on yourself, Reen. Ja, Elliot, da nehmt ihr euch nicht viel. In fact, you've helped me realize that there's still something I can do for the people of Celtic. Now I just need the time and an ideal opportunity. Give us a shout when that time comes, okay? We'll gladly help you out. Right, I think it's about time I had a go at it myself. Listening is nice, but nothing beats actually playing. Works for me. Ich dachte, die würden sich jetzt wieder zu einer kleinen Session hinreißen lassen. Knowing Elliot wouldn't back down after setting his heart on playing, Reen asked Hammond and the pianist for permission. Fortunately, they were more than happy to agree, and everyone in the restaurant was soon able to enjoy a special performance from him. Also doch, cool. Das letzte Mal haben wir sie an Ruhr spielen sehen und hören. Und diesmal darf er sich alleine austoben. Unsurprisingly, he played on par with the pianist before him. Both Reen and the customers couldn't help but be fully entranced by the wonderful sound of his music. Ja, Elliot schafft's einfach immer wieder. Your bond with Elliot strengthened. Yes. Immer wenn Reen Elliot aufmuntern will, ist sein erster Gedanke wahrscheinlich, wo gibt's Musik? Und da schleife ich ihn hin. Wobei er hätte ihn auch zu André rüberschleifen können. Der steht ja vor der Kirche und musiziert auch ein bisschen vor sich hin. Das hier kennen wir. Aber das hier noch nicht. Playing piano in a big fancy restaurant like this really is a dream come true. It made me feel like maybe there is something I can do for the people of Celtic after all. Thanks for bringing me here, Reen. I feel so much better now. Also als unser Gespräch anfing, da waren seine Gedanken, Entschuldigung, noch bei Usis und jetzt ist er bei Celtic. Ich bin gespannt, ob wir vielleicht irgendwann noch mal einen Free Day in Celtic haben werden, wo wir dann Bonding-Events auch nachgehen können. Und ob wir überhaupt noch erleben werden, wie Celtic hier nochmal aufgebaut wird und quasi wie der Phönix aus der Asche wieder zu alter Stärke und zu altem Glanz zurückfindet oder ob das mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, keine Ahnung. Aber irgendwann werde ich auch darauf eine Antwort bekommen. Oh, guck mal, sieht voll traurig aus, oder bilde ich mir das ein? Tower, voll bedröppelt hier auf der Bank. Was los? Tower, is something wrong? Oh, no, it's nothing. I was just thinking about Bereahat finally being freed from the Duke's clutches and ended up spaced out. You know how when you finish something you're really nervous about and all the exhaustion washes over you at once? That's what I'm going through. But don't worry about me. I'll be back on the ship by the time everyone else is. The more she tells me not to worry, the more worried I get. I wonder if she needs to talk to someone. So würde es mir nach ihren Worten vermutlich auch gehen. Jawohl. Mind if I sit with you for a while? There's a really nice breeze here, so I figured it might be a good spot to relax. Oh, sure, go ahead. Sie hat so eine schöne Augenfarbe. Die gute Toa. Ich mag das voll, dass ihre Augenfarbe mit ihrer Jacke immer harmoniert so. I don't want to sound pushy here, but, well, if you have something on your mind, Toa, I'm more than willing to listen. Huh? I realize that I might not be able to offer any real help, but you've done so much for everyone
and me personally, both at Thor's and on the Courageous. That's why I want to do whatever I can for you in return. That's really sweet of you, Reen. Thanks. To tell the truth, I'm not really sure if I'm the best fit to be the Courageous captain anymore. Part of me wishes I declined back when Viscount Arset asked me. Can I ask why? Well, we managed to set Berea free and have Duke Abarea arrested, right? But when you think about it, that won't do much to ease the pain for those in Celtic. It won't bring back those that we've lost either. And it's not just that. Think back to when Fiona was taken hostage or what happened with Angie. In the end, I just stood there uselessly waiting for you guys to solve everything, all while having the Courageous at our disposal too. That's why I can't help but wonder what a more capable captain would have been able to accomplish. Have you been bottling this stuff up all this time? Sorry for unloading on you. I promised myself I'd become a much stronger person, and yet here I am, fretting over every little thing. I'm really not suited to be your captain at all, am I? Oh Mann. Reen wird jetzt wieder eine Ansprache zur Lage der Nation halten, aber erstmal fliegt ihre Captain-Mütze weg. Gefangen. You. Thanks for getting it back for me, but still. Trust me when I say that your worries couldn't be further from the truth. I can't think of a single person more suited to be our captain than you. But Reen... In the end, we're still students. We don't have the kind of experience Prince Olivert and Viscount Arset do. There's no way anyone expects you to be able to do what they can. But despite that, you took it upon yourself to accept such a crucial position in Viscount Arset's place. You're doing everything you can to fulfill that role, even when you're just a student. Seeing you work like that is what's inspired all of us, you know. We wouldn't be the same team without you. That's not true. Halt's Maul, wollte doch Reen gerade sagen. Das war nur ein gedankliches Zitat. Huh? I'm certain that everything we've done so far, bringing us one step closer to taking back our school. Accomplishing that will probably be our biggest challenge yet though, and that's exactly why we need you. Having you alongside us is the greatest motivation we could ever ask for. Of course, we have no intention of letting this be one-sided. We'll be there for you as much as you are for us. You mean it, Reen? Boy, you're awfully convincing, huh? You're right. We should be using our worries as a means to better ourselves, shouldn't we? I'm such a dummy for forgetting something as simple as that. Hey, we all have our moments. It won't be long now until we can finally take back Thor's. We're gonna go all out and make it a reality, right? Right. Und schon hat sie wieder ein Lächeln im Gesicht. Wie eigentlich immer, wenn die werte Damenwelt sich mit Reen austauscht. Aber eigentlich gilt es auch für die Herren in unserer Runde, wenn man ehrlich ist. Thanks for the talk, Reen. I might not be much of a captain yet, but I keep working at it. The better I get, the sooner we can take back our academy. Ich bin so gespannt. Also je länger das Spiel andauert, desto eher gehe ich davon aus, dass wir das Finale hier tatsächlich in Thor's bestreiten werden. Genauso wie das auch am Ende der ersten Folge der Fall gewesen ist. Und das würde ich interessant finden. Wobei wir dort ja auch nicht gekämpft haben, ne? Also so direkt. Aber es spricht auf jeden Fall eine Menge dafür. So, jetzt fängt es an, kritisch zu werden, denn jetzt stürme ich die Läden. Ich gucke mal eben mal kurz, ob ich so auf den ersten Blick hier irgendwas habe, was ich unbedingt gebrauchen könnte. Nee, aber ich habe ja davon ganz viele im Inventar. Moment. Die hier habe ich nicht, wobei einer ist equipped, hier sind 2 equipped. Boah, ich weiß nicht, ob ich mich jetzt einen Vorrat unbedingt anlegen muss davon. Ich würde davon erstmal Abstand nehmen und mir angucken, was in den anderen Läden noch so verkauft wird. Gotcha, der gute Gotcha. I still can't believe all of this is really happening. First we were told the Noble Alliance had the advantage, but then Berea was pulled into the war.
And now the Imperial Army has stationed their troops here. This is just asking for trouble. Imperial troops stationed in a city filled with nobles is just asking for trouble. I hope nothing terrible comes of this. Ja, wird schon gut gehen. Weiß ich nicht, darf ich das sagen? Oder löse ich damit bei allen Optimismus aus und mach's vielleicht am Ende nur noch schlimmer? Warte mal, wer steht denn hier überhaupt? Ah, der gute Markias. Okay, ich wollte nur Gewissheit haben. So, was kann man bei dir kaufen in der Boutique Camellia? Wir haben, glaube ich, auf der Südseite von Berea Heart noch einen anderen Laden. Also ich sag mal so, wenn ich Sachen habe, die alle equipped sind, dann ist das ja schon so ein Indikator dafür, dass das durchaus gute Sachen sind. Ich würde das jetzt mal erstmal niemandem anziehen. Aber ich habe es gekauft. Ich muss dann mal gucken, mit welcher Gruppe ich als nächstes weitermache. Und dann werden Anpassungen hier und da sicherlich erfolgen. Tanja, so many armored cars sped through town that we heard cannon fire and gunshots from the highway. I can't believe this would happen so close to town. Why can't this war just end already? Just how long do we need to suffer through this war? Die Arme. Kann die mal jemand in den Arm nehmen? Wie Irene das einfach aushalten kann, ohne sie in den Arm zu nehmen. Das ist nicht der Irene Schwarzer, den wir kennen. So geht das nicht. So, Aloise. Ich muss jedes Mal bei ihren Namen schmunzeln. Yesterday was absolutely terrifying. We could hear the battle taking place even in here. I don't think we could have asked for a bigger reminder that our country's at war. Apologies, I know I shouldn't be so gloomy when sales depend on me. Das ist doch komplett scheißegal gerade. But I can't help but agree with my father now. War truly is a terrifying thing. Und so und nicht anders sollte man auch auf dieses Thema schauen. Also streng genommen müsste man aber auch sagen, warum soll Berea Heart vom Krieg da draußen verschont bleiben? Nur weil hier lauter Nobles wohnen? Also es betrifft ja irgendwie alle. Und das realisieren, glaube ich, auch gerade die Letzten. So, warte mal, hier steht eine 00. Aber es hat auch einen guten Grund, denn ich habe, glaube ich, nicht so die Verwendung dafür. Gibt es hier noch irgendwas? Irgendwas, was ich unbedingt mitnehmen sollte? Ich hätte mal wieder Bock auf ein neues Recipe. Ich weiß gar nicht, ob ich da durch bin mit allen. Erstmal spreche ich mit ihm. I never would have expected the Duke to fall from power. Of course, what he did to Celtic was beyond horrific, so perhaps he had it coming. The better question now is what will become of the taxes? That's my main concern. Oh, wow. Ich meine, er kann sich ja gedanklich das als seine Main Concern beibehalten, aber das laut auszusprechen vor einem Kunden auch noch? I have mixed feelings about what's happening, but my main concern right now is simply getting on with my life. And on that note, if they could lower the taxes back to normal, that would be just dandy. Ich glaube, dieses Steuerthema wird das sein, was als allerletztes geklärt wird. Wir brauchen erstmal die Beendigung des Krieges und dann kommt alles andere. So, wen haben wir? Ach, hier oben ist auch noch mal jemand. Warte, wer steht hier? Bestimmt Sarah. Nee, Miriam. Okay. Ich wusste aber auch schon wieder voll vergessen, dass hier voll die Bücherabteilung ist. Both my lady and the rest of the household are beside themselves with worry at the moment. The master is still away too, so I should return home early today for their sake. There's still a number of things I wanted to purchase, but alas... I made it a point of telling them that we're in no immediate danger, but that didn't seem to alleviate their fears at all. It seems I have no choice but to return home early today for their sake. Dann mach das mal. So, warte mal. Hier war... Oder verwechsel ich das gerade mit Heimdall? Es gab keinen Waffenladen mehr, aber es gab noch eine Boutique im Süden von Berea Heart. Meine ich. So, jetzt bin ich mal gespannt. Gibt es hier bessere Sachen? Sieht auf den ersten Blick nicht so aus. Was ist denn Tricorn? A fashionable but formal pointed head used by horsemen. Ja, finde ich jetzt nicht so prall, ehrlich gesagt. Warte mal. Aber... Oh, shit, für Milliam gibt es aber noch was. Ist jetzt die Frage... Warte mal, wer ist denn gerade standardmäßig in meinem Team?
Also jetzt aktuell niemand. Aber also zuletzt war das, glaube ich, Uses. Ich bräuchte halt die Gewissheit, mit wem ich jetzt hier weiterspiele. Oder gegebenenfalls weiterspielen muss, um hier eine Entscheidung zu treffen, für wen. Guck mal, Magias bräuchte theoretisch auch eine neue Waffe. Ja, das wird mit dem Geld hier nicht so ganz einfach werden. I heard about what Yuka Baraya did to Celtic. It's hardly an action one can condone, in my opinion. I believe most others feel the same. He's probably receiving his just deserts now. We can't just sweep Yuka Baraya's actions under the rug this time. At least your Lord Eustace was able to resolve the situation with his own hands. Ich finde es aber gut, also auch wenn die ganze Situation ganz furchtbar ist, aber ich finde es gut, dass die Leute auch anfangen, den Duke zu hinterfragen und dass vor allen Dingen die Leute auch erkennen, was für ein toller Typ Eustace eigentlich ist und wie mutig der ist, gegen seine eigene hochrangige Familie aufzubegehren und so. So. Okay. Ich glaube... Obwohl, nee, gar nicht. Oh, ich dachte, hier gibt es jetzt neue Bücher zu kaufen. Aber stimmt, Jelly Soup, ich erinnere mich dunkel, dass wir das alles irgendwie schon mal hatten. Ich mag diese Kategorie gerne und freue mich immer, wenn ich da eine Null sehe. Christie's is full of Kreuzens most recognized stores, so we can't afford to close shop regardless of the circumstances. We have our pride, you know. But I do admit to being unclear on what we should do from here on out. The reason we're Kreuzens most recognized Galeria is because we serve its nobles after all. We don't seem to be in any immediate danger, so business will continue as usual for now. As for what the future holds, we have to cross that bridge when we come to it. We don't seem to be in any immediate danger, so business will... Okay. Ja, schade. Ich kann nicht glauben, dass ich hier alles schon besitze. Ich will ein neues Buch bei euch kaufen. So, machen wir jetzt erstmal Milliam oder Magias? M und M. Ich würde sagen, wenn wir schon mal oben sind, starten wir mal mit ihr. Aber ich muss sagen, hier in der Folge waren die Bonding-Events bisher sehr interessant. Which one do I want? Hey Milliam, never pictured you as the bookstore type. What are you looking for? I'm not. I just want a good book for making sweet stuff. After all our hard work, I thought it would be nice to make a treat for everyone. Wow, that's really thoughtful of you. I'm sure the others would be thrilled. It's kind of surprising to hear that she thought this up out of the blue too. Just you wait. You guys are gonna love it, whatever it is. No promises I won't eat it all up before you get the chance to try it, okay? It might be too delicious to resist. Ja, zuerst groß rumposaunen, dass sie es fürs Team machen will und dann androhen, dass nichts fürs Team übrig bleibt. Sehr sinnvoll. As thoughtful as she's being, I'm kind of nervous about letting her cook on her own. Ja, sie wird, wenn die das auf der Courageous zubereitet, ja Nicholas an ihrer Seite haben. Das wird schon. What do you say to letting me be your sous chef on this one? If you want. But I get to order you around and you can't get in my way or you will suffer the consequences. Deal? You got it. No idea where that confidence is coming from, but now I can make sure she doesn't blow anything up. We should probably start by deciding what we want to make first. Jetzt bin ich mal gespannt. Bekommen wir das Ergebnis auch zu sehen? Vielleicht gibt es sogar ein neues Rezept am Ende. After some deliberation, the two settled on making an apple tart. They made a quick supply stop in a store in Berea and then headed to the Courageous kitchen, rolled up their sleeves and got to work. Ach, cool. Ich feiere das immer, wenn es so Szenenwechsel gibt. Vor allen Dingen welche, mit denen man nicht unbedingt rechnet. Ja! Careful, Milliam. Look, this is how you're supposed to hold it, see? Aw, why are you always cramping my style? Cooking's all about heart and I've got tons of that. Well, you're going to stab me in the heart if you don't stop brandishing that kitchen knife like a deadly weapon. My arm's going dead. Can I stop whisking this now? Sure, if you don't want it to rise properly in the oven. Come on, stop whining and concentrate, and no tasting until it's done. Oh, fine, fine. Full speed, whisking ahead. Gut machst du das. Das ist der Ofen. Ich dachte jetzt, das wäre irgendwie so ein Oma-Schrank. Great, now we just need to wait for it to cool.
Ach nee, das ist der Kühlschrank. Okay, ich wollte gerade sagen, komischer Ofen. Oh, I'm so excited. Is it really yet? Is it ready yet? Sorry. It's been less than a minute. Wir wollen das Ergebnis sehen. Watching over and supporting Million proved to be no small task. Thankfully, the apple tart was successfully completed. Nett. Ich bin aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht der Freund von Apple Tart. Yay, we're finally done. And look how nice it looks. It's really magical what can happen when you don't use salt instead of sugar. Oh, why'd you have to ruin the moment by bringing that up? Still, thanks for all the help. You're welcome, it was fun. This idea kind of came out of left field. This idea kind of came out of left field. Das wird viel zu umständlich formuliert, though. When I think of you, I think of destruction, not creation. Was? Really? Also ich finde, Milliam ist so eine Mischung aus beidem. Any particular reason you decided to make something for a change? I don't know, I just feel kinda something. Like, it's hard to describe, but I've got this weird tightness in my chest that won't go away. I think it first showed up when I saw what happened to Keldic. It's got me all restless. I always feel like I've got to do something. It doesn't matter what, as long as I do it. I was hoping the feeling would go away when we caught Yuga Barea, but that didn't happen. If anything, Hughes having to arrest his dad only made things worse. Any idea what I've got, Dr. Reen? I know exactly what you've got, and it's not anything unusual. It's called sadness. Everyone feels it sometimes, but I guess this might be the first time you have. So that's what this is. Neat, I had no idea. I've never felt like this before. It's kinda out of character for me, though. Personally, I think this might actually be a good thing. It's a sign that you're growing and maturing. As a person, I mean, not as an intelligence agent. I'm growing? Sad things happen, it's a fact of life. But it's by overcoming those things and moving past them that we can grow as people. So don't be ashamed of how you're feeling. There's no reason to hide it if you're sad. You matter too much to do that to yourself. You really think so? Okay. I'm still not totally sure how to deal with how I'm feeling right now, but thanks for talking to me about it. Finde ich interessant, dieses Thema Gefühlswelt zieht sich bei Milliam wie so ein roter Faden durch nicht alle, aber durch viele von den Bonding-Events. Their sad conversation complete, Reen and Milliam put the finished apple tart in the fridge to share with the rest of their friends later. Afterwards, they both left the Courageous and returned to Berea Heart. Yes! Sehr schön. Also ich habe in erster Linie jetzt gerade Bezug genommen, ne, auf diese Stelle, wo sie da im Zug darüber gesprochen haben, dass sie noch nie geweint hat. Das ist mir irgendwie so eine Erinnerung geblieben. Thanks for the help, Reen. That probably would have been a big pain in the butt if you weren't there. And now we can treat everyone later. Gern geschehen. So, ihr Lieben, ich würde gerne mit Makias auch noch sprechen, auch wenn eventuell dann die Folge Überlänge hat, aber egal. Das wäre jetzt nämlich ein blöder Abschluss, ihn jetzt hier wie so einen Schluck Wasser stehen zu lassen, denn ich möchte auch hören, was er noch zu sagen hat. Yusu's recent actions have me thinking. If my father stepped from the path of righteousness, would I be able to do the same thing Yusus did? Would you? Frage. I don't even want to think about it. Aber ich glaube, mit Blick auf beide, Makias und Reen, ich glaube, beide hätten das Gleiche getan. It couldn't have been easy for him, of course. It would take a lot of strength to stand up to your father like that. But I'm sure having our support is helping him make it through. He might not say it, but I think he appreciates us being here. You might be right. Aside from our support helping him, he's so full of himself that he's bound to recover once his ego re-inflates itself. And on that note, I have shopping to do. Wouldn't want to show too much compassion, would we, Makias? What could he be here to buy, though? Wahrscheinlich eine kleine Aufmunterung für Yusus? What are you here to buy anyway? Flowers for some special occasion? Darüber solltest du vielleicht eher nachdenken, Reen.
That's one way to put it. Actually, while you're here, mind helping me choose? I think it would make him happier if you did. Also doch. Eine Kleinigkeit wie uses. Together, Rin and Machias made their choice and walked to the North Kreuzen Highway. Können ja auch eine Runde schwimmen gehen. Er hat tatsächlich Blumen geholt. Ich mag weiße Rosen. Ich mag weiße Rosen, also finde ich prinzipiell hübscher als rote. Das ist Saarbridge, right? Klingt, als wäre das eine Brücke im Saarland. Is there a reason you bought that bouquet, Machias? It's my way of paying my respects. This lake flows towards Celtic, so I guess here will do. Ach, er gedenkt den Toten auf die Art und Weise, oder wie? It's for the market manager, isn't it? Well, yes, I owe him a lot after all. It's because of him that we were able to avoid being noticed by the provincial army during our time in Celtic. I don't think Class 7 ever would have been reunited if it weren't for his help. It's frustrating knowing that we'll never be able to pay him back. This is the least I can do for him. Machias. It was the anniversary of my cousin's death the other day too, but I wasn't able to visit her grave. I couldn't with how things are at the moment, but it's the least I can do for her too. Oh, was it? Und deswegen hat er 2 Sträuße mitgenommen. What exactly are you planning to do with the bouquet? Gaius taught me about an odd way of paying respects to the dead that I wanted to try. They say that by sending a bouquet down a river, your feelings will reach those that have departed. This is my way of swearing an oath to both of them, that we'll make it through this war no matter what, and that I'll work toward turning Erebonia into a country where the innocent have no need to suffer anymore. If only. Changing an entire country sounds impossible, but you know what, Machias? Part of me feels like we could pull it off. If we can make it through this, there's no limit to what we can do. To what we can change. You really think so? I'm glad you feel the same as I do. Der eine würde sagen Größenwahn. Der andere würde sagen, gut, dass sie so hehre Ziele mitbringen. I'm sure your cousin and the market manager are watching over us too. So let's make sure not to disappoint them. Hey, I wouldn't dream of it. Watch me, you two. With Class 7 by my side, I'll make sure to fulfill this vow I've given. Sehr schön. War jetzt nicht die längste, nicht die umfangreichste Szene, aber ich fand sie irgendwie trotzdem schön, weil Symbolkraft, weil Pluspunkte Machias, weil ich es auch schön fand, dass dieser Anstoß von Gaius auch ursprünglich kam, dass er sich das zu Herzen genommen hat. Rin and Machias stood in respectful silence as they watched the bouquet float into the distance. Once it was completely out of view, they walked back to Berea-Hart. Okay. Ich dachte, es geht jetzt vielleicht noch weiter. Vielleicht hätten sie sich auf einen Tee oder auf einen Kaffee noch getroffen oder so. Mich hat das mit den Blumen und mit dem Wasser auch ein bisschen an eine Szene aus Lost Odyssey erinnert. Das war nicht das gleiche Ritual, aber diese Kombination aus Blumen, Wasser, Gedenken an die Toten, das scheint es irgendwie kulturübergreifend Verbindungen zu geben, oder das ist was rein Japanisches. Ich bin mir nicht sicher, da kenne ich mich nicht allzu gut aus. We can't let the people of Celtic's countless sacrifices go to waste. So, whatever it takes, let's change this nation and give it a brighter future. Right. Das werden wir. We can't let people waste. Brighter future. Okay. Gut, ihr Lieben, dann haben wir doch ja einen schönen emotionalen Abschluss gefunden. Ich werde beim nächsten Mal mit den restlichen Ecken weitermachen. Wir haben noch 5 Pünktchen zu vergeben. Ich schätze mal, wir werden da noch die eine oder andere interessante Szene zu sehen bekommen. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!